I grew up in San Diego, in a middle-class community, with two loving parents, both immigrants from India, and a wonderful sister. Vom brillanten juristischen Geist bis zur Second Lady hat Usha viele Gesichter gehabt. Einerseits ist sie eine erfolgreiche Anwältin, Absolventin der Ivy League und eine souveräne Second Lady der USA. Auf der anderen Seite zeichnet sich in politischen Kreisen ein anderes Bild ab, nämlich das einer Frau, die durch eine komplizierte Kindheit geprägt ist und deren Beziehungen und persönlichen Entscheidungen möglicherweise nicht so sauber sind wie das Bild, das sie vermittelt. In einer verblüffenden Wendung hat Ushas Mutter, Dr. Lakshmi Chilukuri, erstaunliche Details über sie preisgegeben. Was ist die Wahrheit über Usha Vance? Was sagen diese überraschenden Enthüllungen über die Frau, die die politische Macht ausübt? Das Erbe der Disziplin. Usha Vance wuchs in einer Familie auf, in der Spitzenleistungen nicht nur gefördert, sondern geboten wurden. Dr. Lakshmi Chilukuri, eine herausragende Molekularbiologin, und ihr Ehemann, Dr. Radhakrishna Chilukuri, gründeten ihr Leben auf der Grundlage von Disziplin, Wissen und intellektueller Strenge. Die Familie Chilukuri wanderte Ende der 1970er Jahre aus Indien in die Vereinigten Staaten aus und weckte in ihren Töchtern den unerschütterlichen Wunsch nach Erfolg. Schon in jungen Jahren wurde Usha beigebracht, dass nur Leistung akzeptabel sei und alles andere als Misserfolg. Dieser hohe Druck dürfte für Ushas akademischen und beruflichen Erfolg von entscheidender Bedeutung gewesen sein. Sie wuchs in San Diego auf und besuchte hervorragende Institutionen, bevor sie ihren Abschluss an der Yale University machte und eine renommierte Rechtsanwältin wurde. Für diejenigen, die Usha nahestehen, ist die Erzählung jedoch wesentlich komplexer. Ushas Kindheit war weit entfernt von der idealisierten Vorstellung eines glücklichen Haushalts. Die Ansprüche ihrer Mutter, die nicht nur Mutter, sondern auch akademische Leiterin war, führten dazu, dass Emotionen häufig zugunsten von Ergebnissen zurückgedrängt wurden. Lakshmi hatte zweifellos einen Einfluss auf Ushas Arbeitsmoral und Perfektionismus. Aber zu welchem Preis? Viele Insider beschreiben Ushas Beziehung zu ihrer Mutter als transaktional und lassen wenig Raum für eine emotionale Bindung. Während andere Kinder spielten und die normalen Freiheiten der Kindheit erlebten, war Ushas Leben kontrolliert und auf schulische Leistungen ausgerichtet. Lakshmis Betonung des Erfolgs überwältigte häufig alle Bemühungen, emotionale Wärme aufzubauen, was dazu führte, dass Usha die Vorstellung vertrat, dass Liebe und Zuneigung zweitrangig gegenüber der Produktion seien. Dadurch entwickelte sich Usha zu einer Frau, die selten Schwäche zeigte und ihre Gefühle hinter einer Mauer aus Disziplin und Entschlossenheit verbarg. Welchen Einfluss hatte diese Erziehung auf Ushas Psychologie? Einige behaupten, dass Ushas derzeitiges ruhiges, zurückhaltendes Verhalten direkt auf ihre Konditionierung zurückzuführen ist, Emotionen zugunsten von Rationalität und Ordnung zu unterdrücken. Während die Öffentlichkeit eine coole, intellektuelle Dame sieht, die jede Situation beherrscht, vermuten viele, die sie gut kennen, dass diese kontrollierte Fassade eine tiefere Tiefe emotionaler Komplexität verbirgt, die Usha tief in ihrem Inneren zu verbergen gelernt hat. War diese Erziehung entscheidend für ihren Erfolg oder ging sie auf Kosten der emotionalen Wärme? Als J.D. Vances politische Karriere Usha ins Rampenlicht der Öffentlichkeit rückte, geriet ihr angeblich unerschütterliches Auftreten auf den Prüfstand. Beobachter begannen sich zu fragen, ob Ushas ruhige Haltung ein Zeichen von Stärke oder das Ergebnis einer Kindheit war, in der emotionale Beziehungen zugunsten der Leistung geopfert wurden. Und wenn Ushas emotionale Distanzierung auf ihre Erziehung zurückzuführen ist ihre Persönlichkeit dann tatsächlich ihre eigene? Oder ist sie eine Fassade, die über Jahre der Konditionierung aufgebaut wurde? Die beunruhigendste Vorstellung ist, dass Ushas Image als perfekt ausgeglichene Ehefrau eher eine geplante als eine natürliche Entscheidung ist. Einige Insider glauben, dass Ushas emotionale Distanzierung mehr als eine Bewältigungsstrategie war. Es war eine Fähigkeit, die sie erlernte, um sich in dem bösartigen Geschäft, in das sie eintrat, zu verteidigen. Könnte Ushas diszipliniertes und kontrollierendes Verhältnis zu ihrer Mutter ihre Herangehensweise an Ehe und Karriere beeinflusst haben? Je tiefer wir in Ushas Leben eintauchen, desto deutlicher wird eines. Die Frau, die wir jetzt sehen, ist das Produkt eines Lebens unter enormem Stress. Aber hat dieser Druck sie zu einem Kraftpaket gemacht oder hat er sie in die Lage versetzt, die emotionale Wärme zu unterdrücken?
die viele Menschen von einer Ehefrau und Mutter erwarten? Der Aufstieg von Usha Vance. Usha Vances Karriere begann vielversprechend. Angetrieben durch einen Ivy League-Abschluss und gestärkt durch eine erfolgreiche Karriere als Anwältin. Sie schloss ihr Studium an der Yale Law School ab, wo sie sich durch ihre Intelligenz und Disziplin von den besten Studenten abhob. Sie wurde später Gerichtsschreiberin für den obersten Richter John Roberts, eine karrierebestimmende Leistung, die nur die besten juristischen Köpfe vorweisen können. Bald trat sie einer der besten Anwaltskanzleien des Landes bei, Munger, Tolles und Olson, die sich auf hochkarätige Fälle und Elitekunden spezialisiert hat. Trotz ihres bemerkenswerten Aufstiegs in der Anwaltschaft nahm Ushas Leben eine überraschende Wendung, als sie J.D. Vance traf. J.D. war ein ehemaliger Marinesoldat, der Autor des Bestsellers Hillbilly Elegy, und hatte keine direkte Verbindung zu den privilegierten Kreisen, in denen Usha verkehrte. Aber etwas an ihrer Bindung war offensichtlich. War es ihr gemeinsamer Hintergrund in Yale? Haben sie ähnliche Werte? Oder wurde Usha in den Bann gezogen, weil sie J.D.'s verborgenes Potenzial erkannte? Manche sagen, Usha habe in J.D. eine Figur gesehen, die zu etwas Größerem geformt werden könnte. Als J.D.'s Aufstieg zum Star immer intensiver wurde Ushas Präsenz in seinem Leben deutlich. Während J.D.'s Memoiren an Bedeutung gewannen, war Usha da, um auf subtile Weise sein öffentliches Image zu formen, seine beruflichen Entscheidungen zu leiten und ihn zu ermutigen, höher zu gehen. War dies eine echte Partnerschaft, die auf Liebe und gegenseitigem Respekt beruhte? Oder ging es Usha eher darum, ihren gemeinsamen Aufstieg an die Macht zu gewährleisten, als J.D. Usha ihm beim Wandel vom Romanautor zum Risikoinvestor zur Seite stand und ihm Ratschläge und Einblicke gab? Ihre juristischen Kenntnisse und ihr umfassendes Bewusstsein für Machtdynamiken machten sie zu einer unschätzbar wertvollen Verbündeten in J.D.'s Streben nach mehr Einfluss. Aber was motivierte Usha, J.D., bei diesem Übergang zu unterstützen? War es lediglich die Loyalität gegenüber ihrem Ehepartner oder steckte ein eher strategisches Motiv dahinter? Einige Insider glauben, dass Usha J.D. als einen Mann mit ungenutztem Potenzial erlebte. Jemanden, der geformt, trainiert und in eine politische Karriere getrieben werden könnte, die ihre eigenen Ziele ergänzen würde. Im Jahr 2020 startete J.D. seine Kandidatur für die Vereinigten Staaten. Ushas Position im Senat wurde klarer. Im Gegensatz zu anderen politischen Ehefrauen, die im Wahlkampf in den Hintergrund treten, wurde Usha zu einem wesentlichen Bestandteil von J.D.'s Plan. Sie war mehr als nur eine unterstützende Ehefrau. Sie beteiligte sich aktiv an der Gestaltung seiner politischen Agenda und etablierte ihn als eine Kraft, mit der man rechnen musste. War J.D.'s Kandidatur für den Senat wirklich seine eigene Entscheidung? Oder hatte Usha ihn die ganze Zeit an diesen Punkt geführt? Diejenigen, die Ushas juristische Erfolge verfolgt hatten, waren von ihrer Wirkung auf J.D.'s politische Karriere überrascht. Wie konnte eine Frau mit einem so herausragenden juristischen Hintergrund und akademischer Bedeutung einen so reibungslosen Übergang in die Politik schaffen, ohne dass jemand ihre wahren Beweggründe in Frage stellte? Es scheint, dass Ushas Fähigkeit, sich in verschiedenen Umgebungen zurechtzufinden, darunter Spitzenbildung, juristische Machtzentren und jetzt auch politische Arenen, ihr das Potenzial gibt, Ereignisse nach ihren Wünschen zu verändern. Noch überraschender ist, dass sich Usha trotz ihrer wachsenden politischen Bedeutung zurückhielt. Sie meidet das Rampenlicht der Medien und äußert sich selten öffentlich. Dennoch ist ihre Präsenz selbst in den privatesten politischen Kreisen spürbar. Könnte Ushas Schweigen Teil eines größeren Plans zur Kontrolle der Erzählung sein? Wenn ja, wie sieht das Endspiel aus? Die strategische Ehe. Usha Vance traf J.D. Vance. Es schien eine ungewöhnliche Paarung zu sein. Der Hintergrund von J.D. stand in scharfem Kontrast zu dem von Usha. Er stammte aus einer Arbeiterfamilie in den Appalachen, während Usha aus einem wohlhabenden intellektuellen und beruflichen Umfeld stammte. Trotz ihrer Unterschiede machte etwas Klick. J.D., ein ehemaliger Marine und Autor des Bestsellers Hillbilly Elegy, befand sich an einem Scheideweg in seinem Leben. Usha, die in der Anwaltschaft gut etabliert war und ein ausgeprägtes Zielbewusstsein hatte, erkannte das Potenzial von J.D. Einige gehen davon aus, dass ihr Treffen eher durch strategische Planung als durch persönliche Anziehung zustande kam. Von Anfang an ging es in ihrer Beziehung um mehr als nur um Liebe.
Usha hatte Jahre in einflussreichen juristischen Kreisen verbracht, in denen Einfluss, Strategie und Positionierung von entscheidender Bedeutung waren. Als JD Ushas Karriere begann, glaubten mehrere Quellen, dass er sein Potenzial nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Politiker erkannte. Ihre Unterstützung für ihn war nicht nur emotional, es war geplant. Sie führte JD auf eine Art und Weise, die es ihm ermöglichte, zu einer einflussreichen Persönlichkeit des öffentlichen Lebens heranzureifen, indem sie seine persönliche Erzählung mit politischen Trends verknüpfte, die ein größeres Publikum ansprechen würden. Als JD Usha von der Romanautorin zur Risikokapitalgeberin wurde deutlich, dass sie keine passive Zuschauerin mehr war, während viele damit gerechnet hatten, dass JD seinen Weg in die Politik ausschließlich von persönlichem Ehrgeiz verfolgte. Sagten ihm nahestehende Menschen, spielte Usha eine Schlüsselrolle dabei, dass dies möglich wurde. War sie nur eine unterstützende Ehefrau? Oder hat Usha JDs Karriere aktiv vorangetrieben, um sicherzustellen, dass ihre gemeinsamen Ziele wahr werden? Die politischen Ziele der Zeit von JD schienen perfekt mit Ushas Vision für ihre eigene Wirkung verbunden zu sein. Ging es bei dieser Ehe um Liebe oder Macht? Als JD Usha seinen Senatswahlkampf erklärte, war sein Einfluss offensichtlich. Sie war nicht nur da, um moralisch zu unterstützen. Sie war der treibende Faktor hinter seinem öffentlichen Image und seiner Vorgehensweise. Ihr in jahrelanger Praxis erworbenes Wissen über Recht und Politik verschaffte ihr die nötigen Fähigkeiten, um JD zu einer Kandidatin zu machen, die mit den Wählern in Kontakt treten kann. Was viele als Standardposition der politischen Ehefrau betrachteten, entwickelte sich zu etwas wesentlich Mächtigerem. Die Art und Weise, wie sie das öffentliche Image von JD Usha schuf, das seine Rhetorik leitete und sie mit ihren eigenen politischen Ambitionen in Einklang brachte, zeigte, dass ihre Ambitionen mindestens so groß waren wie die von JD. Allerdings war Ushas Einfluss auf die Kampagne nicht unumstritten. In vielerlei Hinsicht stand die gelassene, gefasste Figur, die die Öffentlichkeit in ihr sah, in scharfem Kontrast zu der politischen Strategien, die hinter den Kulissen arbeitete. Sie hielt sich zurück und äußerte sich selten öffentlich zu ihrer Wirkung. Aber diejenigen, die an der Kampagne arbeiteten, entdeckten ihre Fingerabdrücke überall in JDs Plan. Unterstützte Usha nur ihren Mann oder orchestrierte sie seinen politischen Aufstieg? Positionierte sie sich als mehr als nur als unterstützende Ehefrau einer politischen Persönlichkeit? Die Tatsache, dass Usha während JDs Wahlkampf trotz ihres offensichtlichen Einflusses größtenteils schwieg, schürte den Verdacht. War diese Zurückhaltung Teil eines größeren Plans, sich einer genauen Prüfung zu entziehen und ihren tatsächlichen Einfluss zu verbergen? In einer Gesellschaft, in der politische Ehefrauen häufig danach streben, ihre eigene öffentliche Identität herauszuarbeiten, deutete Ushas Entscheidung, sich aus dem Rampenlicht herauszuhalten, auf ein Maß an Planung hin, das weit über das hinausging, was auf den ersten Blick offensichtlich war. Einige Zuschauer begannen, Ushas echte Beteiligung am politischen Aufstieg von JD in Frage zu stellen. War sie nur zufrieden damit, die stille Ehefrau zu sein? Oder hatte sie ein ehrgeizigeres Ziel? Stellte sie sich nicht nur als Unterstützerin, sondern auch als Co-Architektin der politischen Zukunft dar, die sie beide anstrebten? Ushas Rolle beim Aufstieg von JD könnte bedeutsamer gewesen sein, als sich irgendjemand vorgestellt hätte, und je mehr ihre Macht zunimmt, desto komplizierter werden die Fragen zu ihren Zielen. Was will Usha schließlich? Ist sie tatsächlich die unterstützende Ehefrau oder positioniert sie sich als eine entscheidende Figur in der Politik, die die Zukunft der Karriere ihres Mannes und möglicherweise auch ihre eigene beeinflusst? Ushas Absichten bleiben für die Öffentlichkeit ein Geheimnis, aber es ist offensichtlich, dass sie eine Dame von großer Bedeutung ist, die still und absichtlich ihre Position hinter den Kulissen ausbaut. Politisches Machtspiel. Mit zunehmender politischer Aktivität von Usha Vance wird deutlich, dass sie mehr als nur eine passive Zuschauerin ist. Sie nimmt aktiv an der Beeinflussung der politischen Perspektiven von JD Vance teil. Während JD als politischer Anwärter in den Mittelpunkt gerückt ist, wird Ushas Einfluss hinter den Kulissen immer unübersehbarer. Im Gegensatz zu vielen politischen Ehefrauen, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, hat sich Usha stets zurückgehalten, sodass JD im Rampenlicht stehen konnte. Doch genau dieses subtile Machtspiel macht Usha so beeindruckend. Ihre Fähigkeit, im Hintergrund zu bleiben und gleichzeitig erhebliche Macht auszuüben,
zeigt ihr Verständnis für politische Taktiken. Sie versteht die Vorteile, unterschätzt zu werden. Und Usha hat dies offensichtlich ausgenutzt. Die Öffentlichkeit sieht sie selten in Aktion, aber Insider glauben, dass Usha maßgeblich an der Gestaltung von JDs Kampagne beteiligt ist, seinen politischen Charakter mitgestaltet und ihn in wichtigen Fragen berät. Ihre juristischen Kenntnisse und ihr tiefes Gespür für politische Manöver machen sie zu einer wichtigen Ergänzung für JDs Team. Während JD, obwohl Usha öffentlicher Kritik und Kontroversen ausgesetzt war, hat sie in den Medien wenig Aufmerksamkeit erhalten. Sie möchte nicht im Rampenlicht stehen oder sich an öffentlichen Diskussionen beteiligen, was zu Bedenken hinsichtlich ihrer wahren Absichten geführt hat. Ist Usha nur eine ruhige Person, die nicht im Rampenlicht stehen möchte? Oder ist da etwas Absichtlicheres am Werk? Usha entgeht der Prüfung, die damit einhergeht, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen, indem sie stumm ist. Und dieses Schweigen hat ihr Geheimnis nur noch verstärkt. Einige Quellen meinen, ihr Schweigen sei Teil eines bewussten Plans. Sie ist sich bewusst, dass der Einfluss im politischen Bereich häufig in den Händen von Einzelpersonen konzentriert ist, die zwar aus dem Rampenlicht bleiben und dennoch die Fäden in der Hand halten. Ushas ruhiges Auftreten hat auch Fragen über ihre wahre Position in JDs politischer Karriere aufgeworfen, während viele glauben, dass JD seinen politischen Aufstieg ausschließlich seinem eigenen Antrieb und seiner harten Arbeit zu verdanken hat. Dennoch glauben Menschen, die dem Paar nahestehen, dass Usha eine wichtige Rolle bei der Bestimmung seiner politischen Entwicklung gespielt hat. Könnte sie die treibende Kraft hinter JDs Übergang vom Romanautor zum politischen Kandidaten sein? Wurde seine Entscheidung, für den Senat zu kandidieren, durch ihren Rat beeinflusst? Die Tatsache, dass Usha stumm geblieben ist, macht ihren Einfluss noch mysteriöser. Je mehr sie sich aus der Öffentlichkeit zurückhält, desto mehr spekulieren die Leute über ihre geheime Rolle bei der Beeinflussung nicht nur von JDs Karriere, sondern der gesamten politischen Landschaft. Kritiker behaupten, dass Ushas ruhiger und subtiler Einfluss einen tieferen, geplanteren Charakter verrät. Möglicherweise ist sie diejenige hinter den Kulissen, die jede Aktion von JD leitet und dafür sorgt, dass sein Programm mit ihren eigenen langfristigen politischen Ambitionen übereinstimmt. Während JDs Aufstieg zur Prominenz wie ein einziges Unterfangen erscheinen mag, argumentieren andere, dass Ushas politische Manöver eine wichtige Rolle für seinen Erfolg gespielt haben. Könnte sich Usha als die tatsächliche Macht hinter JDs politischem Aufstieg darstellen? Dieser kluge Job hinter den Kulissen könnte Ushas größter Vorteil sein. Sie verändert das politische Spiel auf eine Weise, die niemandem sonst bewusst ist, indem sie ihren stillen Einfluss nutzt, um JD zu positionieren und sich in den Mittelpunkt der amerikanischen Politik zu stellen. Ushas Wirkung ist für die breite Öffentlichkeit vielleicht nicht sichtbar, dennoch ist sie unbestreitbar mächtig. Die Frage ist, wie weit sie bereit ist, nicht nur JDs politisches Schicksal, sondern auch ihr eigenes zu beeinflussen. Ushas Beteiligung am Aufstieg von JD wird deutlicher und zeigt, dass sie mehr als nur eine passive Teilnehmerin an ihrer gemeinsamen politischen Reise ist. Sie gestaltet die Zukunft aktiv mit. Das von Usha inszenierte politische Machtspiel ist noch lange nicht vorbei. Und wenn ihr Einfluss wächst, wird die Welt gezwungen sein, Notiz davon zu nehmen. Aber wie viele von Ushas echten Motiven werden im Verlauf des politischen Spiels ans Licht kommen? Der verborgene Einfluss. Trotz der Tatsache, dass JD Vance zu einer prominenten Persönlichkeit in der Politik geworden ist, hat Ushas Einfluss diskret einen erheblichen Teil seiner Karriere beeinflusst. Wenn JD im Rampenlicht steht, beginnen andere in der politischen Welt zu erkennen, dass Usha ständig hinter ihm lauert und diskret den Kurs seiner Politik und seines Handelns bestimmt. Dies ist etwas, was die politische Welt beobachtet hat, auch wenn sie nicht offen präsent ist. Ist ihr Einfluss in jeder Facette von JDs politischer Identität spürbar, von den öffentlichen Äußerungen, die er macht, bis hin zu den Techniken, die ihn an die Spitze der politischen Welt katapultiert haben. Ushas Einfluss geht weit über ihre Funktion als unterstützende Ehefrau hinaus. Durch ihre Unterstützung bei der Navigation durch die komplizierte Welt der Politik ist sie zu einer zuverlässigen Beraterin für JD geworden. Usha hat sich als großartige Ressource beim Aufbau von JDs öffentlichem Image und der Gestaltung seiner Botschaft erwiesen. Ihre juristischen Fähigkeiten, ihr strategisches Denken und ihr ausgeprägter Intellekt haben alle dazu beigetragen,
dass sie diese Ziele erfolgreich erreichen konnte. Laut denjenigen, die sich mit der Situation auskennen, hat Usha eine wichtige Rolle dabei gespielt, JD in wichtigen Angelegenheiten zu beraten und ihn auf die politischen Entscheidungen hinzuweisen, die bis zu diesem Zeitpunkt zur Entwicklung seiner Karriere geführt haben. Noch erstaunlicher ist die Fähigkeit von Usha, sich vor der Kontrolle der Öffentlichkeit zu schützen und dennoch ein beträchtliches Maß an Autorität zu bewahren. Auch wenn sie nicht an Interviews teilnimmt oder mit den Medien interagiert, lässt sich ihre Wirkung nicht leugnen. Während Usha sich gleichzeitig als eine entscheidende Rolle in JD's Karriere darstellt, ist es ihr gelungen, der Aufmerksamkeit zu entgehen, die im Allgemeinen mit politischen Ehefrauen in Verbindung gebracht wird, indem sie hinsichtlich der Situation stumm bleibt. Aufgrund dieser Stille fragen sich viele Menschen, was Usha verheimlicht? Hat sie nur eine private Persönlichkeit oder spielt sie eine wichtigere Rolle bei JD's Aufstieg zur Macht, als man auf den ersten Blick sieht? Andere wissen, dass Ushas Schweigen Teil eines umfassenderen, besser geplanten Plans ist, durch ihre Entscheidung, sich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Garantiert sie, dass JD weiterhin als öffentliches Gesicht ihrer politischen Marke fungieren wird, während sie hinter den Kulissen an der Gestaltung ihrer Zukunft arbeitet. Aufgrund der Tatsache, dass Usha sich dafür entschieden hat, vor der Öffentlichkeit verborgen zu bleiben, kann sie Einfluss auf die Erzählung nehmen, was sie zu einer unberechenbareren und möglicherweise tödlicheren politischen Macht macht. Wenn es wahr ist, dass sie die Strippenzieherin ist, dann stellt sich die Frage, wie weit Usha bereit ist zu gehen, um ihre eigenen Ziele zu wahren, und was sie bereit ist, dafür aufzugeben? Darüber hinaus wächst Ushas Einfluss parallel zur Entwicklung von JD's politischer Karriere. Ihre Macht nimmt proportional zu der Länge zu, in der sie sich verbirgt. Je transparenter jedoch Ushas Beteiligung hinter den Kulissen wird, desto mehr stellt sich die Frage, ob sie weiterhin im Schatten bleiben wird oder ob ihr verborgener Einfluss endlich ans Licht kommen wird. Und wenn es dazu kommt, wie wird das Universum auf die Enthüllung der tatsächlichen Macht von Usha Vance reagieren? Usha beeinflusst nicht nur JD's Karriere, sondern auch die Zukunft der amerikanischen Politik, obwohl sie ein diskretes Auftreten bewahrt. Obwohl es vielleicht nicht sofort offensichtlich ist, wird ihre Wirkung von Tag zu Tag stärker. Mit jedem neuen politischen Schachzug hinterlässt Ushas verdeckter Einfluss weiterhin einen unauslöschlichen Stempel auf der Reise der Familie Vance, was noch mehr Zweifel an ihren ultimativen Zielen aufkommen lässt. Das Rätsel um Ushas eigentliche Funktion ist noch lange nicht gelöst. Je mehr Teile des Puzzles hinzugefügt werden, desto deutlicher wird, dass Usha Vance nicht nur eine passive Teilnehmerin des politischen Spiels ist, vielmehr ist sie eine gewaltige Gegnerin, die berücksichtigt werden muss. Macht, in welcher Form auch immer, hat das Potenzial, diejenigen zu verändern, die sie ausüben. Und die böse Seite der Macht ist keineswegs eine Ausnahme. Wenn es um Usha Vance geht, scheint es, dass sie zu einer komplizierteren Figur geführt hat, als die breite Öffentlichkeit wahrnimmt. Auf den ersten Blick wirkt sie kühl, gelassen und ausgeglichen. Alles Eigenschaften, die ein politischer Ehepartner besitzen sollte. Doch während sich Gerüchte verbreiten und der Verdacht zunimmt, stellt sich die Frage, ist Usha so makellos, wie sie zu sein scheint? Ist das polierte Bild, das sie präsentiert, eine echte Darstellung dessen, wer sie ist? Oder hat sie eine finsterere Seite, die unter der Oberfläche liegt? Die Grundlage, auf der Ushas Erhebung aufbaute, wurde von mehreren Kritikern angezweifelt. Manche Leute sind der Meinung, dass ihr Erfolg nicht nur das Ergebnis ihrer Brillanz und der Anstrengung ist, die sie investiert hat, sondern vielmehr das Ergebnis eines sorgfältig organisierten Spiels, das sie im Verborgenen gespielt hat. Ihr ausgeprägter juristischer Verstand und ihre strategische Brillanz wurden nicht nur für akademische Erfolge eingesetzt, sie wurden auch dazu genutzt, sich durch Manipulations- und Kontrollaktivitäten weiterzuentwickeln. War Usha, wie einige Leute mit Kenntnis der Situation vermutet haben, eine Meisterin der Manipulation und nutzte ihre Intelligenz, um sich und die Menschen um sie herum so zu positionieren, dass sie ihre Dominanz sicherte? Der öffentliche Charakter von Usha, der sie als zurückhaltende, intelligente Frau darstellt, die nur daran interessiert ist, die politische Karriere ihres Mannes zu unterstützen, steht in krassem Gegensatz zu dieser Idee, die ein besorgniserregendes Bild von Usha erzeugt. Dennoch weisen Insider aus dem Umfeld der Vance-Familie darauf hin, dass Usha weitaus kalkulierter vorgeht, als jeder versteht. Das ist etwas,
was sich hinter den Kulissen abspielt. Sie spielt nicht nur die Rolle der Frau, die sie unterstützt. Viele Menschen sind der Meinung, dass sie den politischen Weg von J.D. Vance Active lenkt, um ihre eigenen langfristigen Ziele zu erreichen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Geschichte, dass J.D.'s Aufstieg allein auf seine eigenen Bemühungen zurückzuführen sei, nicht zutreffend ist. Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass Usha von Anfang an die Anführerin war. Darüber hinaus geht es nicht nur um J.D.'s Berufsleben. Die Ehe zwischen Usha und ihm wird häufig als Liebesgeschichte dargestellt, in der sich die beiden Intellektuellen zu einer großen Allianz zusammenschließen. Andererseits gibt es viele, die meinen, es könnte von Anfang an ein strategischer Schachzug gewesen sein. Ein Bündnis, das nicht nur aus persönlichen Gründen geschmiedet wurde, sondern auch zum Zweck des gegenseitigen politischen Vorteils. Usha, die bereits mit der Komplexität von Macht, Strategie und Einfluss bestens vertraut war, passte aufgrund seines ungenutzten politischen Einflusses und seines unrealisierten Potenzials perfekt zu J.D. J.D. passte hervorragend zu jemandem wie Usha. Ist es möglich, dass Ushas Ehe mit J.D. nur eine Verbindung aus Liebe und gegenseitigem Ehrgeiz war? Oder handelte es sich um einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan zur Gründung einer politischen Dynastie? Eine beträchtliche Anzahl von Gegnern behauptet, dass Ushas Heirat nicht durch romantische Liebe motiviert war, sondern vielmehr durch den Wunsch, ihren Status innerhalb der politischen Elite zu verbessern. Ushas Engagement hinter den Kulissen hat einige Leute zu dem Schluss gebracht, dass sie etwas in J.D. erkannte, was andere nicht erkannten, nämlich Potenzial, Ehrgeiz und die Möglichkeit, höher zu klettern. Der Aufstieg von J.D. zur Macht schien unwahrscheinlich und spontan zu sein. Aber Ushas Einfluss könnte zu diesem Glauben beigetragen haben. Wenn das, was sie sagt, zutrifft, war Usha weitaus aktiver an der Gestaltung von J.D.'s politischem Narrative beteiligt, als es den Anschein erweckt. Es gibt sogar andere, die glauben, dass Usha diejenige war, die J.D.'s Aktionen leitete und dafür sorgte, dass er sich mit den entsprechenden Personen verband und ihn daher ermutigte, zu gegebener Zeit für den Senat zu kandidieren. Auch wenn J.D. in seiner politischen Plattform oft als ein Mann dargestellt wird, der sich dem Elitismus widersetzt und sich für die Arbeiterklasse einsetzt. Ist Usha aufgrund ihrer Vergangenheit im Bereich der Elite Rechtswissenschaft und Akademik ein fester Bestandteil des Establishments. Es ist interessant, diese Ungleichheit zu sehen. Könnte Ushas Förderung der konservativen Ideen ihres Mannes eine vorsätzliche politische Strategie zur Festigung der Macht sein, auch wenn sie diskret von genau den Elitestrukturen profitiert? Da viele J.D.-Fans verärgern? Dies ist etwas, das berücksichtigt werden muss. Viele, die sich mit der Situation auskennen, haben behauptet, dass Ushas Wechsel der politischen Zugehörigkeit keine echte Metamorphose, sondern eher ein vorsätzlicher Schritt zur Sicherung ihrer Zukunft sei. Es ist weitgehend unbekannt, welche tatsächliche Position Usha einnimmt, obwohl die Vance-Kampagne weiterhin an Dynamik gewinnt. Während sie hinter den Kulissen still und leise das politische Umfeld verändert, achtet sie darauf, sich bedeckt zu halten, indem sie öffentliche Äußerungen und Interviews mit den Medien vermeidet. Mit zunehmender Macht stellt sich jedoch die Frage, was ihr wahres Ziel ist, ob Usha eine politische Vordenkerin ist, die auf eine noch größere politische Zukunft hinarbeitet, oder ob sie lediglich eine politische Ehefrau ist, die die Ziele ihres Mannes unterstützt, ist unklar. Es scheint, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Die Macht und der Einfluss, die Usha besitzt, sind nicht zu leugnen. Und die breite Öffentlichkeit hat den Umfang ihrer Rolle noch nicht vollständig verstanden. Dennoch wird immer deutlicher, dass Usha Vance eine gewaltige Gegnerin ist, da sich die Gerüchte immer weiter verbreiten und das Geheimnis, das ihre Rolle umgibt, sich immer weiter entwickelt. Eines ist sicher, Ushas politische Odyssee ist noch lange nicht zu Ende. Egal, ob sie eine kluge Strategin oder eine finstere Machthaberin ist. Während wir weiter nachforschen, stellen wir fest, dass weitere Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes ihrer wahren Fähigkeiten aufkommen. Die verborgene Wahrheit hinter Ushas Schweigen. Einer der verwirrendsten Aspekte von Usha Vances Aufstieg zur Berühmtheit war die Tatsache, dass sie im öffentlichen Rampenlicht schweigt. In einer Gesellschaft, in der politische Ehefrauen häufig im Rampenlicht stehen, hat sich Usha wiederholt dafür entschieden, im Hintergrund zu bleiben. Sie hat die Entscheidung getroffen, sich nicht mit den Medien auseinanderzusetzen oder ihre eigenen Ideen preiszugeben. Es gibt viele,
die glauben, dass diese Stille ein Zeichen von Demut sei, dem Wunsch, nicht im Rampenlicht zu stehen, während ihr Ehepartner Hilfe erhält. Für andere hingegen ist dies ein bewusstes Manöver, ein Mittel, um die Kontrolle zu behalten und ihre wahren Ziele vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen. Die genauen Absichten von Usha waren bei vielen Menschen Gegenstand von Spekulationen, insbesondere angesichts ihrer zunehmenden Bedeutung in der politischen Arena. Es wird immer schwieriger, Ushas bescheidene Rolle bei der Gestaltung der Karriere von J.D. Vance abzutun, da die politische Plattform, die er unterstützt, klarer definiert wird. Es ist möglich, dass ihre Stille ein Zeichen dafür ist, dass sie nichts zu verbergen hat. Oder es könnte ein entschlossener Versuch sein, ein Gefühl des Mysteriums und der Unvorhersehbarkeit zu bewahren. Usha ist in der Lage, sich einer genauen Prüfung zu entziehen und sich hinter den Kulissen zu bewegen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, da sie es vermeidet, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen und sich zu verstecken. Diese sorgfältig geschaffene Stille ist ein Bestandteil ihrer Macht und eine Technik, die sie einsetzt, um Kontrolle über die Umgebung auszuüben, in der sie oder ihre Familie leben. Dennoch wird die Frage mit der Zeit immer dringlicher. Es ist unklar, wie lange Usha ihr wahres Wesen noch verbergen kann. Es führt kein Weg daran vorbei, dass Ushas Einfluss einer weiteren Prüfung unterzogen wird, während J.D.'s politische Karriere weiter voranschreitet. Es ist möglich, dass sie weiterhin im Schatten bleibt, obwohl sie still und leise an Macht gewinnt. Oder würde der Druck, der mit ihrer zunehmenden politischen Bedeutung einhergeht, sie dazu zwingen, sich zu äußern und das volle Ausmaß ihres Einflusses offenzulegen? Sie fingen an zu murmeln, dass Ushas Schweigen Teil einer größeren Strategie ist, die darauf abzielt, ihre Macht bis zum richtigen Moment unter Kontrolle zu halten. Dies ist der Plan, der hinter den Kulissen umgesetzt wurde. Indem sie den Mund hält, kann Usha sicherstellen, dass jede ihrer Handlungen bewusst und gut durchdacht ist. Je länger sie in einer der Hintergrundrollen verbleibt, desto stärker kann sie Einfluss darauf nehmen, wie die Welt sie sieht. Andererseits besteht das mit dieser Taktik verbundene Risiko darin, dass Schweigen Verdacht erwecken könnte. Da sich darüber hinaus immer mehr Gerüchte über ihre tatsächlichen Ziele verbreiten, ist es möglich, dass Ushas Stille nicht mehr ausreicht, um sie vor der zunehmenden Zahl von Anfragen zu schützen, die mit ihrer Figur verbunden sind. Ist es möglich, dass es bei Ushas Schweigen nicht so sehr darum geht, ihren eigenen Vorlieben zu folgen, sondern vielmehr darum, ihre Machtposition zu bewahren? Im Bereich politischer Intrigen haben oft diejenigen am meisten zu verbergen, die unter sich bleiben. Hält sich Usha bis zum richtigen Zeitpunkt zurück, um die ganze Natur ihrer Ambitionen offenzulegen? Wartet sie andererseits auf den richtigen Moment, um sicherzustellen, dass ihr Einfluss unangefochten bleibt? Es ist möglich, dass ihr Schweigen Teil eines gut durchdachten Plans ist, sich für mehr Autorität auf der politischen Bühne zu positionieren. Dadurch hat es jedoch lediglich dazu beigetragen, das sich rasch ausdehnende Mysterium, das sie umgibt, zu vergrößern. Eines ist im Verlauf von Ushas politischer Odyssee, die immer noch andauert, klar. Niemand ist sich der Tatsache bewusst, dass die Realität hinsichtlich ihrer Rolle bei J.D. Vances Aufstieg zur Macht weitaus komplizierter ist, als man denkt. Je länger sie schweigt, desto mehr Fragen werden aufgeworfen. Wird sie diese strategische Angelegenheit auf absehbare Zeit weiterhin geheim halten? Wird sie aufgrund der Belastung, die ihr zunehmender Einfluss mit sich bringt, letztendlich gezwungen sein, ihr wahres Wesen preiszugeben? Die Wahrheit über Usha Vances Schweigen mag der Schlüssel sein, um genau zu wissen, wie viel Macht sie tatsächlich besitzt. Aber nur die Zeit wird zeigen, was die Wahrheit darüber zu sagen hat. Die Rolle, die Usha in J.D.'s Karriere und in ihrem eigenen politischen Schicksal spielte, ist auch nach allem, was gesagt und getan wurde, immer noch ein Rätsel. Es ist möglich, dass ihr Schweigen ihre stärkste Waffe ist, aber es wirft auch mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Je weiter wir in die Materie einsteigen, desto mehr entdecken wir. Und während sich die Erzählung von Usha Vance weiterentwickelt, ist eines immer noch sehr offensichtlich. Es gibt einen erheblichen Teil ihrer Macht, den noch niemand zu schätzen gelernt hat. In der politischen Szene bleibt Usha Vance ein Mysterium, obwohl sie klug, ruhig und zutiefst mächtig ist. Während sich ihre Erzählung immer weiter entwickelt, kursieren immer häufiger Gerüchte über ihre tatsächliche Rolle bei J.D. Vances Aufstieg an die Macht. Bietet sie als Ehefrau Unterstützung? Oder ist sie diejenige, die seine politische Karriere von Grund auf entworfen hat? Es ist möglich, dass die Geheimnisse,
die Ushas Geschichte und Gegenwart umgeben, nie vollständig gelüftet werden. Dennoch wird das Geheimnis, das sie umgibt, mit jedem Tag tiefer. Klicken Sie auf den Gefällt mir-Button, wenn Sie davon überrascht wurden. Hinterlassen Sie einen Kommentar mit Ihren Gedanken. Glauben Sie, dass Ushas öffentliches Auftreten mit ihrem Privatleben übereinstimmt? Und vergessen Sie nicht, sich zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben, während sich diese Geschichte weiterentwickelt.